Reform von Alois Chromsky an den Rand des Bankrotts getrieben. Schildershausen kann nur durch einen radikalen Wechsel an der Spitze gesunden. Mit Ihrer Hilfe werden wir Alois Chromsky aus seinem Amt entfernen. Das Rezept meiner Partei ist Wandel durch Entfernung. Wie klingt das? Sehr brauchbar. Als nächstes komme ich dann auf Chromskys sogenannte Verwaltungsreform zu sprechen. Wir haben starke Bilder davon. Sehr gut. Darf ich die mal sehen? Müssen oben im Schneideraum sein. Ja, dann mal hin. Ich möchte meinen Text genau danach ausrichten. Kommen Sie. Kommen Sie. Ich weiß nicht, ob die Cutterin jetzt Zeit hat. Es dauert doch nur ein paar Minuten. Wir sollten eigentlich erst das Statement mit Ihnen fertig machen. So viel Zeit wird doch noch sein. Psst. Sendung. Ich glaube, es geht jetzt nicht. Die Cutterin hat einen anderen Kunden da. Ach was. Bitte Ruhe, wir sind hier bei einer Rohschnittabnahme. Ich wollte nur die Bilder von der Müllabfuhr sehen. Ich wusste nicht, dass Sie hier sind, Herr Wiegler. Da will ich nicht stören. Auch beim Kabelfernsehen sollte man eigentlich wissen, wie man Kunden auseinanderhält, die sich offiziell nicht leiden können. Bitte nochmal die Stelle. Was ist denn das? Wir sind auf Sendung. Schon wieder? Das kann doch kein Mensch bezahlen. Eben. Bitte fahren Sie weiter. Hallo, meine lieben Schildershausener. Eine Hand wäscht die andere. Dieses Motto unserer Solidarität auf dem ehrwürdigen Wappen der Stadt gilt hoffentlich immer noch. Euer alter Bürgermeister bittet euch um eine Gefälligkeit. Ganz einfach. Ein Kreuz auf dem Wahlzettel hinter dem Namen Chromsky. Dafür erwarten euch weitere 4 Jahre Ruhe und Harmonie. Also Fortschritt. Meine Opponentin im Stadtrat, Frau Dr. Salm, redet zwar immer von den reinen Händen, mit denen sie meine Verwaltung ablösen will. Aber wie will jemand reine Hände haben, wenn nicht eine Hand die andere wäscht? Also. Halten Sie mal an. Wie finden Sie das? Wenig überzeugend. In einer Einstellung. Fahren Sie mal dahin, wo er von der Müllabfuhr und der Verwaltungsreform spricht. Meine Verwaltung hat die Wirtschaftskraft von Schildershausen enorm gesteigert. Und das ohne neue umweltschädliche Industrien. Wirtschaftskraft ist Kaufkraft, haben wir uns gesagt. Und haben die Kaufkraft erhöht. Wodurch? Indem wir mehr Angestellte für den öffentlichen Dienst verpflichteten. Zugleich haben wir die Verwaltung rationalisiert. Jetzt arbeitet der Computer für uns. Ein Beispiel ist die städtische Müllabfuhr. Wo früher ein Inspektor mühselig den Papierkrieg bewältigte, sitzen heute in hellen, luftigen Büroräumen 3 vor ihren Datensichtgeräten und verfeinern mit Hilfe des Großrechners die Abläufe der Müllbeseitigung. Das Hilfspersonal pro Müllwagen haben wir planmäßig verringert, sodass nur noch ganz wenige die schwere, schlecht bezahlte und entwürdigende Arbeit leisten müssen. Und die Bürger von Schildershausen nicht mehr 3-mal die Woche vom Geklapper der geleerten Mülltonnen behelligt werden, sondern nur noch einmal. Halten Sie mal an und lassen Sie zurücklaufen. Schildershausen nicht mehr 3-mal die Woche vom Geklapper der geleerten Mülltonnen behelligt werden, sondern nur noch einmal. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass Sie die Inspektoren bei Videospielen zeigen? Nö, ich habe gedacht, das ist die grafische Darstellung der Müllwagentour. Ersetzen Sie diese Szene bitte durch Aufnahmen ernster Planung mit vielen Abkürzungen und Zahlenkolonnen. Hoffentlich haben wir das, Herr Wiegler. Ja, das sollte die Schilde Kabel TV ja drehen. Wozu bezahlt sie das Rathaus eigentlich? Dagegen stärken zusätzliche Inspektoren mit höheren Gehältern die Kaufkraft des Mittelstandes. Die 30-Stunden-Woche setzt sie instand, ihr Geld ohne Hast auszugeben. Das wiederum kommt den Geschäftsleuten und Bauunternehmern von Schildershausen zugute. Und hier, die Sache mit dem Müll. Wie können Sie Bürgermeister Chromskys Darlegungen so widersinnig illustrieren? Gibt es keine Bilder von einer normal verlaufenden Müllabfuhr? Diese Szenen wurden ja für den Wahlspot von Frau Dr. Salm gedreht und
Ich habe sie irrtümlich beim Herrn Bürgermeister eingeschnitten. Aber hier... Irrtümlich? Sagen Sie mal, wer bei der Schilde Kabel TV sagt Ihnen eigentlich, welche Bilder Sie unterlegen sollen? Peter von Zahn ist für die Wahlspots zuständig. Zuständig gewesen vielleicht. Danke. Wie im Tannenwald nach dem ersten Frühlingsregen. Olorex setzt die feinste Spürnase matt. Mensch, Rotlicht! Ruhe da oben! Ruhe! Drehen! Wahlspot Dr. Salm 17, die erste. Bitte, Frau Dr. Salm. Verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Bürokratie schwillt an in Schildershausen, der Service wird immer schlechter. Das ist das Resultat der grandiosen Verwaltungsreform, mit der uns Bürgermeister Schromsky beglücken will. Das Beispiel Müllabfuhr ist nur eines unter vielen. Wozu braucht Schildershausen ein System zur Datenverarbeitung, das dem Bundeskriminalamt Ehre machen würde? Wozu müssen wir Alois Schromsky 136 indiskrete Fragen beantworten? Fragen, die den privatesten, ja, den Intimbereich des Bürgers betreffen. Was geht dem Bürgermeister an, ob ich Tagebuch führe oder wer bei mir übernachtet? Wer ermächtigt ihn, eine Ordnungsstrafe zu verhängen, wenn ich die Frage nach einer etwaigen Fehlgeburt nicht beantworte? Schauen Sie sich diesen Folianten an. 136 Fragen, 136 Unverschämtheiten. Frau Dünning, einen Augenblick. Moment bitte! Wir sind mit Frau Dr. Salm noch nicht fertig. Deswegen möchte ich Sie ja gerade sprechen. Sag mal, wie kommt der Pressesprecher des Bürgermeisters dazu, hier herumzuschnüffeln, wenn die Oppositionsführerin einen Wahlspot aufnimmt? Wie kommt die Oppositionsführerin dazu, einen Fragebogen als amtlich vorzuführen, den es offiziell noch gar nicht gibt und inoffiziell nur in einem Exemplar? Wo haben Sie den her, Frau Dünning? Ein Reporter braucht seine Quellen nicht anzugeben. Du Trottel, hast die mir doch selbst gegeben. Die Veröffentlichung des Fragebogens ist ein Vertrauensbruch. Mehr als das. Sie beruht auf Diebstahl. Das Papier trägt den Stempel meines Büros. Sehen Sie das? Wenn Sie mir den Fragebogen jetzt zurückgeben, dann wird Ihr Brötchengeber nichts davon erfahren. Sollten Sie sich aber weigern, dann bekommt die Schilde Kabel TV vom Rathaus keinen Auftrag mehr. Dann können Sie den Ausführungen des Bürgermeisters so viel gefälschte Bilder hinterlegen, wie Sie wollen. Dann sind Sie morgen aus dem städtischen Hallenschwimmbad imitiert. Und der Bürgermeister kann hier im Becken ungestört den Salto rückwärts üben. Ohne Wasser allerdings. Hey. Sie sehen, wir kommen immer wieder auf die Füße. Haben Sie den Fragebogen fotokopiert, Frau Dünning? Aber natürlich, Frau Doktor. Nach den Mühen des Tages, endlich entlassen in die traute Atmosphäre der eigenen vier Wände, wiederholen wir für alle Freunde des Kabelfernsehens noch einmal den beliebten Immer dasselbe im Kabel. Stellen Sie bloß ab. Also, was gefällt Ihnen nicht an unserem Fragebogen? Er ist lückenhaft. 136 Fragen, Herr Balkenrauch. Das nennen Sie lückenhaft. Wenn es nach mir ginge, könnten Sie die Hälfte davon streichen. Wen interessiert das schon, ob jemand eine Fehlgeburt gehabt hat oder nicht? Die Führerin der Opposition ist immerhin Ärztin. Aber Ihre Todfeindin. Und der liefern Sie ein Gesundheitsprofil der Bevölkerung frei Haus. Damit sie im Ausschuss für Jugend, Gesundheit und Familie noch mehr stunk machen kann und nebenher noch ihre Praxis füllt. Irgendein Brocken muss ich hier hinwerfen. Sonst bringt sie diese Fragebogenaktion im Stadtrat zu Fall. Immer belohnen Sie Ihre Gegner, statt Ihre Freunde zu fördern. Fühlt sich mein Freund Balkenrauch nicht genug gefördert? Ihr Geld für den Bau dieses verdammten Schwimmbads haben Sie gekriegt. Ja, sicher, aber... Und gar nicht mal so knapp, mein Lieber, wenn ich an den Schmuck denke, den Ihre Frau neuerdings trägt. Irgendeinen Brocken, wie Sie sagen, muss ich hier schon hinwerfen. Immerhin ist so viel übrig geblieben, dass Sie sich den Anzeiger und die Schilde Kabel TV leisten konnten. Das hat nichts mit dem lückenhaften Fragebogen zu tun. Doch.
Sie verdienen auch am Druck der Bögen. Und der Instruktionen für das Erhebungspersonal. Das können Sie vergessen. Was ich brauche, sind Fragen wie: Besitzen Sie einen Bausparvertrag? Beabsichtigen Sie den Kauf oder Erwerb von Haus- bzw. Wohnungseigentum? Wenn mir Ihre Computer sowas tabellieren, kann ich Ihnen bei der Altstadtsanierung besser helfen. Auch gegen die Hausbesetzer. Also, Herr Balkenrau, die Bundesregierung hat wegen ihrer lumpigen 20 Fragen bei der Volkszählung die Segel streichen müssen. Und ich soll außer den 136 bereits vorhandenen auch noch Ihre Lieblingsfragen stellen. Wenn es nicht mehr Fragen sein dürfen als 136, dann lassen Sie doch die Nummer 93 und 94 weg. Führen Sie Tagebuch. Wenn ja, seit wann? Was haben Sie denn davon, wenn Sie das wissen? In Schildershausen ist doch niemand so blöd aufzuschreiben, was er wirklich denkt. Tagebuch führen, das ist ja, als wenn ich auf meiner Bank Geldscheine deponiere, die schon längst aus dem Verkehr gezogen sind. Genau solchen Charakteren wollen wir mit unserer Frage nach Tagebüchern auf die Schliche kommen. Ich bringe Ihre Fragen schon unter. Aber Sie sorgen dafür, dass Ihre Reporter im Anzeiger ausgewogener, nämlich freundlicher über den alten Schromsky schreiben. Seien Sie doch nicht Spiegel und Stern in einem. Herr Bürgermeister, wir kriegen Ärger. Womit noch? Mit dem hier. Die Wahlspots von Frau Dr. Sand sind eine einzige Verhöhnung der Schildershausener Bürgerzählung und ihrer Computer. Das ist der Dank für die Frage nach den Fehlgeburten. Dass eine Reporterin wie Frau Sigrid Dünning diese Hetze unterstützt, das war ja vorauszusehen. Aber die Techniker der Schilde Kabel TV ergreifen auch Partei gegen den Fragebogen. Die Leute reagieren immer allergisch, wenn sie irgendwas wahrheitsgetreu beantworten sollen. Deswegen sollte man sie niemals dazu zwingen. Aber wenn es mit der Bauwirtschaft wieder aufwärts gehen soll, muss eine solche Erhebung stattfinden. Bauwirtschaft ja, Erhebung meinetwegen. Volkserhebung, bitte nicht. Techniker sind Volkesstimme. Das Volk zählt nicht, es wird gezählt. Verrechnen Sie sich nicht, Herr Bürgermeister. Die Bürger wollen Action, keine Fragebogen. Wir sind in Trouble. Mensch, schaut mal, was da los ist. Komm, renn mal rüber. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich hätte Sie gern was gefragt. Ja, bitte. Würde es Ihnen als Bürgerin von Schildershausen etwas ausmachen, wenn eine wildfremde Person in Ihre Wohnung kommt und von Ihnen wissen will, ob Sie eine Fehlgeburt gehabt haben? Ich habe keine Fehlgeburt gehabt. Über derart private und intime Dinge würden Sie einer solchen Schnüffelperson ohne weiteres Auskunft erteilen? Aber ich kann ihr doch nicht sagen, dass ich eine Fehlgeburt gehabt habe, wenn es gar nicht stimmt. Aber ist es nicht indiskret und zudringlich von Bürgermeister Schromsky, wenn er sowas von Ihnen wissen will? Ach, der Bürgermeister, der ist doch keine wildfremde Person. Meinetwegen soll er es ruhig wissen, dass ich keine Fehlgeburt gehabt habe. Sind Sie ihn beruhigt? Es handelt sich aber um eine systematische Aushorchung und Erfassung, was da vor sich geht. Ja, das habe ich schon gemerkt. Wollen Sie das im Kabelfernsehen bringen? Nein, wir machen eine private Umfrage. Und dazu müssen Sie wildfremde Personen auf der Straße aushorchen? Wenn es wenigstens in der Wohnung wäre. Aber von mir kriegen Sie kein Geständnis. Da hat die Dame ganz recht. Wir sind doch bloß Kanonenfutter für Ihre Kamera. Na, und schließlich ist das ganz egal, ob ich von Schromsky, von seinen Behörden oder von einem Reporter ausgefragt werde. Der eine tut's im Computer und der andere in Lautsprecher. Wir wollen ja nur warnen, damit wir nicht wieder in den totalen Überwachungsstaat hineinschlittern wie unter Hitler. Den haben Sie doch gar nicht miterlebt, junge Frau. Da ging das nicht so schlampig zu. Da hatte jeder seine Erkennungsmarke um den Hals oder seinen gelben Stern auf der Brust als Jude und jeder wusste, woran er war. Da klappte die Müllabfuhr. Und Schildershausen bekam seine Zufahrt zur Autobahn. Da hätte der Schromsky nicht unser Geld in teure Computer stecken können. Da musste man nicht erst ein neues Schwimmbad finanzieren, damit Sie drin filmen können. Wegen der Amortisation. Würden Sie uns auch sagen, wie Sie heißen? Das finden Sie mal selber raus, junge Frau. Sie sind doch Reporterin. Und irgendwo steht's bei Schromsky im Computer. Naja, umwerfend war es nicht. Die Frau wäre was für Schromskys Werbespot. Der Mann geht vielleicht für Frau Dr. Seins. Aber gut beschriften das Material, sonst wird es im Schneideraum wieder verwechselt. Hey, hören Sie! Sie stecken doch alle unter einer Decke. Sprichst du mit Schromsky darüber, dass du mit mir schläfst? Danach fragt er nicht. Aber er weiß es. Da er dich kennt, wird er es wohl annehmen. Sei nicht frech.
Sonst mache ich heute schon Schluss. Schluss? Wie meinst du das? Was ist mit deiner Loyalität? Zweifelt Schromsky daran? In seinen Augen unternehme ich Erkundungsvorstöße ins gegnerische Lager. Das gegnerische Lager ist auf der Hut. Stell doch mal das Fernsehen ab. Radio? Meinetwegen. Du, wie sehen eure Umfragen aus? 50-50. Hast du dir schon mal überlegt, was aus dir wird, wenn ich Schromsky schlage und Bürgermeisterin werde? Dann sage ich in solchen Momenten wie jetzt einfach, haben Frau Bürgermeisterin noch Wünsche? Du könntest Pressesprecher bleiben. Mein Pressesprecher. Ich bleibe lieber dann was anderes. Schromsky wird mir rechtzeitig kündigen. Wieso rechtzeitig? Na, wegen der Abfindung. Wenn er nicht mehr Bürgermeister ist, kann er mir nicht mehr kündigen. Und ohne Kündigung kriege ich keine Abfindung. Sowas könnt ihr machen? Warum denn nicht? Die Abfindungsklausel in meinem Anstellungsvertrag ist genau nach der Hamburger Masche gestrickt. Ja, wie sich Hanseaten gegen politisches Risiko absichern, ist bekannt. In Schildershausen ist das aber nicht die feine Art. Politische Wechselfälle dürfen einer Abfindung nicht im Wege stehen. Und deine politischen Überzeugungen? Mit denen musst du dich abfinden. Gegen solche Manipulationen werde ich Einspruch erheben. Einsprüche werden erstickt. Anhalten! Anhalten! Martinus, anhalten! Unmöglich, unglaublich. Das Ganze muss alles sofort eingestampft werden. Was? Sie wollen mich wohl mit Ihrer Story, mit Ihrem Geschreibsel ins Kittchen bringen, Herr Dr. Waldemann. Aber Sie doch nicht, Herr Balkenrauch, nur Schromsky. Dazu gebe ich meine Zeitung nicht her. Sie können doch nicht einfach behaupten, dass der Bürgermeister von Schildershausen eine Abhöranlage im Schlafzimmer der Oppositionsführerin praktiziert hat. Ich behaupte nichts. Ich weiß es. Ah, und woher? Ich finde in Ihrer Story keine Quellenangabe. Ein guter Reporter muss manchmal seine Quellen schützen. Deshalb tun Sie so, als wären Sie selbst dabei gewesen. Sind Sie dabei gewesen? Nein. Und auch wieder ja. Was soll denn das Nein und auch wieder Ja? Glaube ich. Sie drucken doch seit 30 Jahren, was die Journalisten schreiben. Sagen Sie selbst, entweder hat der Informant der Zeitung im Kleiderschrank der Frau Dr. Salm gesessen, als der Bürgermeister seine Wanze dort versteckt hat, oder diese Story ist eine Ente. Also, der Bürgermeister braucht bestimmt nicht so ein Ding, um zu wissen, was Frau Dr. Salm mit wem. Eben. Die Sache ist unwahrscheinlich. Das haben die Leute auch gesagt, als die ersten Nachrichten über Watergate und Nixons Abhöranlagen in der Washington Post standen. Schildershausen ist nicht Washington. Herr Balkenrauch, wir müssen zu drucken anfangen, wenn wir rechtzeitig ausliefern sollen. Erst eine andere Aufmachung. Wo ist der Chefredakteur? Der ist auf Sylt. Da ist noch was frei? Ach, und seine Abwesenheit nutzen Sie aus für Ihre Privatfäden. Ich betreibe keine Privatfehde, sondern liefere dem Anzeiger ein komplettes Watergate von Schildershausen. Und das wollen Sie nicht veröffentlichen. Die Washington Post hat damals ihre Auflage um 10% erhöhen können. 10%. Moment, Lobig, lassen Sie das noch. Warten Sie. Herr Dr. Waldemann, wenn Sie mit diesem Zeug nicht gerade auf dem Höhepunkt des Wahlkampfes daherkämen. Aber das ist doch meine Absicht. Alles steht auf Messerschneide, 50-50 sozusagen. Und ausgerechnet da publizieren wir eine so ungeheure Verdächtigung gegen einen Mann, dem Schildershausen alles, aber auch wirklich alles verdankt. Herr Balkenrauch, sind Sie tätowiert? Hatten Sie eine Fehlgeburt? Wollen Sie sich Feuer bestatten oder einbalsamieren lassen? Herr Balkenrauch, wie oft monatlich haben Sie Übernachtungsgäste? Das sind nur 5 von 136 Fragen, die wir seinen Computern beantworten sollen. Wenn Sie die genau studieren, dann werden Sie schon sehen, was er mit uns im Schilde führt. Das sind die Fragen eines neuen Metternich-Regimes, des totalen Überwachungsstaates. Und die Wanze unter Frau Dr. Salms Bett in ihrem Schlafzimmer ist nur das i-Pünktchen darauf. Wer dieses Material in Händen hält, kann denunzieren und erpressen. Auch den einflussreichen Herrn Balkenrauch.
Wer mich erpressen will, muss wissen, dass ich auch ein paar Geschichten kenne. Aber warum wollen Sie dann als Besitzer des Anzeigers Zensur ausüben? Laut Grundgesetz ist das verboten. Ich übe keine Zensur aus. Ich versuche nur, den Wahlkampf von Verunglimpfung freizuhalten. Herr Balkenrauch, Sie kennen das Redaktionsstatut des Schildershausener Anzeigers. Das ist nach dem Muster des Stern gestaltet. Der Schildershausener Anzeiger ist eine politisch engagierte, jedoch von Parteien, Wirtschaftsverbänden und anderen Interessengruppen unabhängige Zeitung, die ihre Leser informieren und unterhalten will. Die Redaktion des Anzeigers bekennt sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zu fortschrittlich-liberalen Grundsätzen. Aus diesem Kochrezept folgt nicht, dass ich in meiner Zeitung Verleumdungen drucken muss. Paragraph 1 muss zusammen mit Paragraph 2 gelesen werden. Kein Redakteur oder Mitarbeiter des Anzeigers darf gezwungen werden, etwas gegen seine Überzeugung zu tun, zu schreiben oder zu verantworten. Niemand zwingt Sie, etwas gegen Ihre Überzeugung zu schreiben. Aber zu verantworten. Sie wollen mich zwingen, einen Tatbestand zu verschweigen. Das würde sich gegen die FDGO auswirken. Gegen was? Freiheitlich-demokratische Grundordnung. Damit werde ich für eine gesellschaftspolitische Fehlentwicklung verantwortlich. Sie wollen, dass die Redaktion ihre fortschrittlich-liberalen Grundsätze verrät und eine niedrige staatsautoritäre Ausschnüffelei deckt. Damit wären wir wieder 150 Jahre zurück. Metternich, wenn Ihnen das was sagt. Diese Ausschnüffelei ist doch bisher durch nichts erwiesen. Von wem wissen Sie, dass Chromsky gegen die Oppositionsführerin einen Lauschangriff führt? Von ihm selbst. Das wird ja immer schöner. Soll ich Ihnen das Tonband vorspielen? Wie er dem Rathauselektriker den Auftrag gibt, eine Wanze hinter Frau Dr. Salms Bett zu legen? Woher haben Sie das Band? Der Mann brauchte Geld. Wenn das stimmt, betreiben Sie Ihren Journalismus mit meinem Scheckheft, Herr Dr. Waldemann. Ich bin Bürger der Bundesrepublik Deutschland, Herr Balkenrauch. Ich denke nur an Ihren Umsatz. Was ist denn nun, Herr Balkenrauch? Drucken wir? Oder überlassen wir den Knüller der Konkurrenz? Es wird gedruckt. Aber nicht ohne gleichzeitiges Dementi des Bürgermeisters. Ich rufe ihn sofort an. Hallo Sendezentrale, wir haben an der Ecke Post- und Badergästchen Frau Wohlgemuth um eine Antwort gebeten auf die Frage der Schilde Kabel TV zum Thema Abhörskandal. Haben Sie in letzter Zeit Bürgermeister Chromsky gewählt? Ich habe immer Chromsky gewählt, aber jetzt nicht mehr. Warum denn nicht? Weil er ein Gauner ist. Das mit der Frau Dr. Salm ist doch empörend. Ach, der Chromsky wird sich schon rausreden. Der hat sich immer rausgeredet. Wenn es nun Zeugen gibt für seine Abhöraktivitäten. Die im Rathaus haben selber viel zu viel Dreck am Stecken, als dass die dem was tun würden. Die Frau Dr. Salm, die hat keinen Dreck am Stecken. Die ist anständig. Ja, aber was morgen über die im Anzeiger steht, das haben wir heute noch nicht gelesen. Haben Sie denn Verdachtsgründe gegen die Frau Dr. Salm? Ja, aber die will ich schön für mich behalten. Wollen Sie uns wenigstens mal Ihren Namen sagen? Nicht solange der Chromsky seine Mikrofone eingeschaltet hat. Kommt, Frau. Sie sehen, meine Damen und Herren, die Schildershausener Bürger sind in ihrem Vertrauen zur hergebrachten Ordnung wankend geworden. Infolge des Abhörknüllers im Anzeiger hat sich gegen Alois Chromsky etwas zusammengeballt, was jeder Politiker fürchten muss, eine Allianz der Schadenfreude mit der Entrüstung. Die Grundfesten der Schildershausener Ordnung drohen zu zerbrechen. Wenn in der Politik etwas zerbricht, dann kann man das nicht leicht wieder kitten. Und Ähnliches gilt für Ihr kostbares Tafelgeschirr aus Porzellan, wenn Sie es Ihrer Spülmaschine anvertrauen. Allein die Spülmaschine mit Sprühkraftzusatz garantiert, dass Ihr Festtagsporzellan nicht bestoßen wird und zerbricht, sondern glänzend und unversehrt in ihre Anrichte gelangt. Keine mühsame Handwäsche mehr. Die Spülmaschine mit dem arbeitssparenden Sprühkraftzusatz ist ein Muss für jede Hausfrau an der Schilde. Und damit zurück von der Postecke Badergästchen
zur Sendezentrale der Schilde Kabel TV. Für alle Freunde des amerikanischen Spielfilms wiederholen wir jetzt noch einmal den beliebten... Da haben Sie mich böse kompromittiert, Herr Bürgermeister. So? Ihre Liaison mit meiner Erzfeindin ist nicht erst heute Stadtgespräch. Für Frau Dr. Salm sieht die Wanze in der Nachttischlampe wie ihr abgekartetes Spiel aus. Und ich bin darin der Lockvogel. Sagen Sie, Frau Salm, dass ich ausschließlich die Loyalität meines Pressesprechers überprüfen wollte. Sie haben mich nicht nur als Pressesprecher unmöglich gemacht, sondern auch als Mann. Ein Urteil über Ihre Qualitäten als Mann lässt der Befund nicht zu. Als Pressesprecher waren Sie gut und sind mit sofortiger Wirkung gekündigt. Sie kommen mir zuvor. Gerade wollte ich kündigen. Wieso? Man soll es mit der Mannesehre nicht so ernst nehmen. Denken Sie an Ihre Abfindung. Ich habe in meiner Begründung an den Stadtrat geschrieben, es ist Herrn Wiegler nicht zuzumuten, nach dem Wechsel im Bürgermeisteramt eine grundsätzlich andere Politik zu vertreten. Soll das heißen, dass Sie zurücktreten? Sie sehen ja, ich packe ein. Und die Wahlen warten Sie gar nicht erst ab? Die Schildershausener wissen zwar alles über jeden, aber wenn man ihnen das bestätigt, sind sie gekränkt. Abhörpannen übersteht man in Deutschland nur im Ministerrang. Ein kleiner Bürgermeister von Schildershausen kann nicht auf Pardon hoffen. Der alte Schromsky wirft das Handtuch. Frau Dr. Salm, als neu gewählte Bürgermeisterin von Schildershausen, worin sehen Sie Ihre Aufgabe? Die Redlichkeit der Schildershausener Stadtregierung war einmal sprichwörtlich. Ich möchte, dass der Bürger dem Rathaus wieder vertrauen kann. Ja, wie wollen Sie denn das erreichen? Ohne Sparen keine Sauberkeit. Vielleicht müssen wir über eine Vermietung dieses Schwimmhallenbaus neu nachdenken, der ja unter meinem Vorgänger liegen geblieben ist. Und auch die teuren Anlagen zur Datenverarbeitung stehen zum Verkauf. Wir werden die städtischen Dienstleistungsbetriebe durchkämmen und die neu eingestellten Inspektoren von den Sichtgeräten in den Außendienst versetzen. Und dann wird der Müll wieder 3-mal die Woche abgeholt. Hat dem die Gewerkschaft Öffentliche Dienste schon zugestimmt? Wenn wir die Zigarren und die Schnäpse aus den Dienstzimmern des Rathauses verbannen, werden die Inspektoren wohl von selbst auf ihre Videospiele verzichten. Eine persönliche Frage. Frau Bürgermeisterin, hat die Art, in der Ihre Intimsphäre in die Öffentlichkeit gezerrt wurde, eine Änderung in Ihrer emanzipatorischen Grundeinstellung bewirkt? Ich habe von meinen männlichen Kollegen in der Politik Fairness nie erwartet und nie erfahren. Soll ich deshalb mein Privatleben aufgeben? Ein solches Opfer würde die Stadt Schildershausen nie von Ihnen verlangen. Werden Sie Herrn Wiegler als Pressesprecher beibehalten? Er ist durch meinen Vorgänger gekündigt, dabei bleibt es. Er verlangt eine Abfindung, aus meiner Hand bekommt er sie nicht. Herr Wiegler soll Chefredakteur des Anzeigers werden, munkelt man. Jede Zeitung geht mal vor die Hunde. Wissen Sie etwas über den Verbleib des ehemaligen Bürgermeisters? Nichts. Das Verfahren läuft. Ob Herr Schromsky in Bolivien untergetaucht ist oder in der DDR, interessiert mich nicht. Was wird denn Ihre erste Amtshandlung sein? Ich werde einen Dringlichkeitsantrag im Stadtrat einbringen mit dem Ziel, das Motto unseres Stadtwappens zu ändern. Die Hände können bleiben, die Devise jedoch, eine Hand wäscht die andere, muss ersetzt werden. Durch was? Durch ein Hand in Hand. Alle Bürger von Schildershausen müssen einhellig zusammenstehen, um den Unrat der Vergangenheit zu beseitigen. Dafür ist Hand in Hand ein Symbol. Ich habe für alle Fälle ein Muster vorbereitet. Meine Damen und Herren, die Schilde Kabel TV ist nicht so steril, ihrem technischen Personal eine Beifallskundgebung zu Untersagung. Gilt sie doch einer außerordentlich sympathischen jungen Dame, unserer neuen Bürgermeisterin, Frau Dr. Salm, und ihrem bemerkenswerten Vorschlag. Mit ihrem Hand in Hand erinnert sie uns doch daran, dass man vom zu vielen Händewaschen aufgesprungene Haut und von zu viel Händeschütteln Handschweiß bekommt.
Dagegen hilft nichts besser als das immer parate Erfrischungs- und Reinigungstüchlein Handyplast. Keine klebrigen Hände mehr. Beim Händchenhalten ein zarter Duft, als hätte man seine Hände in Unschuld gewaschen. Handyplast. Eine Wende für die Hände. Und damit zurück zur Sendezentrale der Schilde Kabel TV. Unter der neuen Bürgermeisterin pfeift nun ein neuer Wind durch Schildershausen. Alois Chromsky hatte die Bürger an einen liebenswürdigen Schlendrian gewöhnt. Damit hat es nun ein Ende. Die Stadtverwaltung geht mit gutem Beispiel voran. Sie unterzieht sich einer Diätkur und schrumpft sich gesund. Beamte krempeln sich die Ärmel auf. Angestellte des öffentlichen Dienstes fassen wieder zu. Korruption, Defizit und Vetternwirtschaft scheinen gebannt. Die Schildershausener, einschließlich der Bäckerjungen und Zeitungsfrauen, sind mit Feuereifer bei der Sache. Aber nach einiger Zeit wird das den Bürgern lästig. Entsagung, Opferbereitschaft, Pflichtgefühl, das war nie ihre Sache. Ermüdungserscheinungen setzen ein. Der Besen entsinkt der Hand, die gewohnt ist, die andere zu waschen. Missmut breitet sich aus. Gemeinsinn beschränkte sich seit jeher auf gemeinsames Schimpfen. Nun sehnen sich die Bürger nach den goldenen Zeiten Alois Chromskys zurück und wollen von ihrer couragierten Bürgermeisterin nichts mehr wissen. Das gilt ganz besonders für die Führungsetage des Schildershausener Anzeigers. Dort residiert nun Jochen Wiegler als neuer Chefredakteur. 204 unverkaufte Exemplare heute. Sie drucken eben zu viel. Ich habe Sie nicht zum Chefredakteur gemacht, damit ich meine Maschinen stilllegen muss. Solange die neue Bürgermeisterin den städtischen Verwaltungsapparat dezimiert, kann die Auflage nicht steigen. Sie demoliert die Kaufkraft des lesenden Mittelstandes. Ich hatte einige Hoffnungen auf Ihre besonderen Beziehungen zur Bürgermeisterin gesetzt. Meine besonderen Beziehungen zur Bürgermeisterin sind passé. Wem Gott ein Amt gibt, dem raubt er den Verstand. Das Rathaus gibt mir keine Spezialinformationen. Und es liest meine Leitartikel nicht. Wir waren mit Ihnen wirklich besser dran, als Sie noch Pressesprecher bei Chromsky waren. Damals erfuhren Sie jedenfalls rechtzeitig, wenn es irgendwas zu bauen gab. Die Undankbarkeit der Bürgermeisterin ist wirklich ein Skandal. Schließlich ist sie nur durch unsere Enthüllungen in den Sattel gehoben worden. Das war der Fehler. Aber die Auflage stieg. Eine Zeitung lebt nun mal von Enthüllungen. Wenn es aber nichts zu enthüllen gibt, außer der freudlosen Sparsamkeit von Frau Dr. Salm, dann muss eben sonst irgendwie gestänkert werden. Die Frau muss jedenfalls weg. Das kostet aber was. Egal. Wenn der Anzeiger Material hätte, das den Ruf der Bürgermeisterin ruiniert, würden Sie das veröffentlichen? Besinnungslos. Waldemann soll mal raufkommen. Danke. Das hier stimmt überhaupt nicht. Der Schmuck meiner Frau war längst nicht so teuer. Wer hat das geschrieben? Chromsky. Ausgeschlossen. Wie kommt dieses Machwerk in Ihre Hände? Es handelt sich bei diesem Machwerk um eine Kopie von Bürgermeister Chromskys Tagebüchern. Tagebücher?
Tagebücher, das hätte ich ihm nie zugetraut. Lesen Sie doch mal, was hier über Frau Dr. Salm steht. Herr Dr. Waldemann, berichten Sie doch unserem Verleger, wie Sie an Schromskys Tagebücher gekommen sind. Er zweifelt an der Echtheit der Aufzeichnung. Wenn das mit dem Massagesalon stimmt, dann ist Frau Dr. Salm die längste Zeit Bürgermeisterin gewesen. Aber wie können wir beweisen, dass es stimmt? Es gibt unwiderlegbare Beweise für die Echtheit der Aufzeichnungen. Ja. In erster Linie Schromskys persönliche Handschrift. Dann die Genauigkeit seiner Erinnerungen, das Papier, Aussagen unverdächtiger Zeugen. Die Fakten sind nachprüfbar. Die Beteiligten werden allerdings einiges abstreiten. Dr. Waldemann ist der beharrlichste und härteste Spürhund, den der Journalismus der Bundesrepublik hervorgebracht hat. Der Stern hat ihn schon abwerben wollen. Er hat die Tagebuchhefte Schromskys unter Lebensgefahr an Land gezogen. In der DDR. 13 Kilometer hinter der Grenze sollte mich der Wagen überholen. Ich musste das Geld durch das Fenster der Beifahrerseite werfen. Dann nach weiteren 10 Kilometern mein Seitenfenster runterdrehen, ihn mit 90 überholen. Dabei flog das Paket zu mir herein und traf mich am Kopf. Saß Schromsky dort? Den hätte ich erkannt. Wie viel mussten Sie rüberwerfen? 10 braune. Für den ersten Jahrgang. Wenn Sie die Bürgermeisterin loswerden wollen, ist das kein zu hoher Preis. Wenn wir alle Tagebücher erwerben, gibt es außerdem Rabatt. Und die Auflage steigt? Wie wollen Sie denn nach diesen Veröffentlichungen Ihre Doppelrolle rechtfertigen? Pressesprecher Schromskys und gleichzeitig Geliebter der Oppositionsführerin. Ich habe mich strikt um der Sache willen geopfert. Geopfert? So hässlich ist Frau Dr. Salm nicht. Mein Ruf als Mann ist weniger wichtig als die journalistische Berufsehre. Die Tagebücher enthalten tiefe Wahrheiten. Drucken Sie sie ab. Ein Verleger ist das seine Auflage schuldig. Hier also waren die Originale verwahrt, sicher vor Einbruch und Diebstahl. Nur wenige hatten bisher Gelegenheit, Schromskys inhaltsschwere Tagebücher in der Hand zu wägen. Die Zuschauer der Schilde Kabel TV sollen als erster Einblick erhalten in die Aufzeichnungen, mit deren Abdruck der Schildershausener Anzeiger heute beginnt. Schlussklappe. Bitte. Na. Fährst du mit? Die Sicherheitsmaßnahmen rings um mich herum sind nur scheinbar übertrieben. Es gibt Kräfte in Schildershausen, die diese Blätter am liebsten verschwinden lassen würden, um einen gewichtigen Zeugen der Schildershausener Stadtgeschichte mundtot zu machen. Warum? Lass weiterlaufen. Komm rüber, komm. Eine Antwort gibt uns diese Eintragung von Schromsky. Frau Dr. Salm bringt namens der Opposition den Antrag ein, das halbfertige Schwimmbad nicht für die Schilde Kabel TV, sondern für ein Naturheilinstitut zur Verfügung zu stellen. Sie spricht von Heilmassagen, Schlammpackungen und Sonnenbänken. Ihr Vorschlag läuft sicher auf einen subventionierten Massagesalon hinaus. Ich lege mich wuchtig quer. Das ist Alois Schromskys handschriftliche Eintragung vom 18. November 1979. Ein Stück Chronik, das die Hintergründe der Schildershausener Stadtgeschichte auf überraschende Weise aufhält. Nimm die Stelle noch mal groß auf, zum Reinschneiden. Herr Wiegler. Herr Wiegler, mir kommen jetzt doch starke Bedenken. Das hat man gespürt. Wir machen hier keinen Werbespot gegen die Bürgermeisterin. Wenn dieser Beitrag gesendet werden soll, dann muss ein Mindestmaß an kritischer Distanz sichtbar werden. Die kommt zum Ausdruck, wenn Sie mich vor Schromskys Dienstwiller befragen. Lass mich mal durchgucken. Mir ist einfach nicht wohl in meiner Haut, wenn ich was über einen Massagesalon aus den Tagebüchern vorlese, ohne das Protokoll der betreffenden Ratssitzung zu kennen. Das können Sie hinterher lesen. Solche Recherche lässt erfahrungsgemäß im Rathaus die Alarmglocken schrillen. Der Überraschungseffekt wäre hin. Die Echtheit dieser Eintragungen kann nicht durch Überraschungseffekte bewiesen werden. Für die Echtheit bürgt Ihr Kollege Waldemann. Er hat alles bis ins Kleinste recherchiert. Ich habe die Tagebücher nicht deshalb
unter Lebensgefahr, dem Zugriff der DDR-Behörden entzogen, dass schließlich von Kollegen ihre Authentizität angezweifelt wird. Ihre Aufgabe ist es nicht, Frau Dönning, das für und wider zu prüfen. Sie sollen bis morgen Mittag einen sendereifen Beitrag für die Schilde Kabel TV produzieren. Das ist Ihr Metier. Die Leute werden sich aufgrund Ihrer Vorankündigung im Fernsehen die erste Folge unserer Anzeigeserie aus den Händen reißen. Das kann dem Anzeiger recht sein. Aber wo bleibt meine Glaubwürdigkeit als Reporterin? Der Schnellste ist immer der Glaubwürdigste. Niemand kann Ihnen den Ruhm nehmen, Schromskys Tagebücher als erste ins Fernsehen gebracht zu haben. Wenn Sie die Szene wiederholen, dann wäre es gut. Der Zuschauer spürte etwas von Ihrer Ergriffenheit angesichts dieser Jahrhundertentdeckung. Wir sehen uns vor Schromskys Villa zum Interview mit Dr. Waldemar. Und bitte gehen Sie nicht zu dicht mit dem Licht an die Tagebücher. Danke. Er hat wohl Angst, dass die Tinte trocknet. So 6 Jahre alt sein, sieht aber aus wie neu. Hallo, Schromskys Geheimtagebuch. Die große Serie im Schildershausen Anzeiger. Hier im Original. Geben Sie mir hinterher. Schromskys Geheimtagebuch. Die große Serie. Das Mikrofon im Bett der Frau Dr. Salm und die Sache mit dem Pressesprecher. Das erinnert mich an Hitler und Rudolf Hess. Haben die sowas gemacht? Ja, genauso wie der Hitler seinen Stellvertreter ins feindliche Lager geschickt hat. So hat das der Schromsky mit seinem Pressesprecher gemacht. Aber der Hitler hat doch gar kein Tagebuch geführt. Ja, ich glaube ja, wenn der Hitler Tagebuch geführt hätte, hätte er genauso geschrieben wie Schromsky. Herausfinden, was der Feind plant, der Zweck heiligt das Mittel. Binnen kurzem weiß ich, ob ich einen Verräter in meiner nächsten Umgebung habe oder ob ein junger Idealist das Äußerste für mich wagt. Das hat der Hitler geschrieben? Nein, der Schromsky. In seinem Tagebuch. Dann war er vielleicht doch nicht so schlimm. Wer, der Hitler? Nein, der Schromsky. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur 113. Folge des Echolots. Es ist diesmal den Tagebüchern von Bürgermeister Alois Schromsky gewidmet. Sie enthalten eine Masse Sprengstoff. Historiker weisen auf innere Widersprüche hin. Mancher Bürger von Schildershausen bezweifelt geradezu die Echtheit dieser Tagebücher. Und die Amtsnachfolgerin von Alois Schromsky, Frau Dr. Salm, bestreitet, die ihr in den Mund gelegten Äußerungen getan zu haben. Ganz energisch bestreite ich diese Unterstellungen. Einen Augenblick, Frau Bürgermeisterin, wir bitten Sie gleich um eine Stellungnahme. Zunächst wollen wir doch Stadtsekretär Zeisig befragen. Als Chronist der Schildershausener Stadtgeschichte seit 20 Jahren und als ehemaliger Mitarbeiter von Alois Schromsky wird er uns die Frage beantworten können, die uns seit langem allen auf der Zunge brennt. Stammen die Tagebücher von Alois Schromsky oder nicht? Der Volksmund sagt, wer Tagebuch schreibt, fälscht auch Unterschriften. In diesem Fall irrt der Volksmund. Ich habe die Schriftzüge in Schromskys Tagebüchern eingehend mit den Proben verglichen, die sich in meinem Besitz befinden. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ich möchte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass von ein und derselben Hand beide geschrieben worden sind. Sie haben sicher die Originale eingesehen, die uns gestern Sigrid Dünnig im Film vorgelegt hat. Es war trotz der Kürze der Zeit, in die mir der Tresor geöffnet wurde, ein Erlebnis, diese Dokumente in der Hand zu halten und sich sagen zu müssen, das alles hat er selbst geschrieben. Und du wusstest nichts davon. Er stand ja im Ruf, möglichst wenig Schriftliches aus der Hand zu geben. Nun diese Fülle. Wer einmal eine solche sinnliche Erfahrung gemacht hat, der zweifelt nicht daran. Und dann haben Sie diese Originale mit denen in Ihrem Besitz verglichen. Ich habe hier eine der letzten Originalnotizen von Alois Schromsky. An Stadtsekretär Zeisig. Bitte die fällige Abfindung dem Herrn W. bis morgen 12 Uhr mittags per Barscheck auszuzahlen. A.S. Nun vergleichen Sie bitte das Wort Abfindung mit den Schriftzügen des gleichen Wortes im Tagebuch. Er sträubt sich hartnäckig gegen die Abfindung. Ich bezeichne diese als Ehrenschuld unserer Stadt für langjährige treue Mitarbeit. Wenn Sie den Duktus der Ober- und Unterlängen in Abfindung vergleichen, werden Sie mir recht geben. Es kann nur Schromsky geschrieben haben. Herr Moderator, ich bitte ums Wort. Bitte, Frau Bürgermeister.
Die Stadt Schildershausen führt mit dem ehemaligen Pressesprecher von Alois Schromsky einen Prozess um diese Abfindung. Sie wurde nach Ansicht des Stadtsyndikus zu Unrecht gegeben und empfangen. Frau Bürgermeister, das Echolot mischt sich nicht in laufende Prozesse. Es handelt sich bei dem Wort Abfindung auch nur um einen Schriftvergleich. Chefredakteur Wiegler, den ehemaligen Pressesprecher von Alois Schromsky, möchte ich nun fragen, woher weiß der Anzeiger eigentlich, dass er die echten Tagebücher von Alois Schromsky abdrückt? Sind das nicht, wie ein Historiker Ihnen vorwirft, plumpe Fälschungen? Plumpe Fälschungen. Wer sollte sich denn hinsetzen und hunderte von Tagebuchseiten in Schromskys unnachahmlicher Handschrift fälschen? Die Masse des Materials und die unwiderlegbaren Fakten darin sind doch erdrückende Beweise für die Echtheit der Dokumente, die der Anzeiger vorlegt. Die Masse allein tut's nicht. Denken Sie doch mal an die beiden fleißigen alten Damen mit den gefälschten Tagebüchern Mussolinis. Der Anzeiger hat die Tagebücher selbstverständlich den ersten, besten Fachleuten vorgelegt. Und die haben gesagt, okay. Der Anzeiger hat sich seinen Ruf durch die Jahrzehnte hinweg nicht mit Fälschungen, sondern mit der sorgfältigen Recherche gemacht. Und nur weil wir so oft die Ersten waren, will man uns ans Leder. Die an Schromskys Tagebüchern herumkritteln, das sind doch die Neider und Nichtskönner, die Heuchler und Fachidioten. Wir waren immer wieder die Ersten. Mit Leni Riefenstahls Memoiren, mit Martin Bormanns letzten Stunden, mit der Atomraketenkarte der Bundesrepublik, mit der Verschmutzung des Schildewassers, mit den Eskapaden von Frau Dr. Salm während ihrer Dienstreise nach Florida. Wie oft war nicht die Redaktion des Schildershausener Anzeigers noch vor dem Stern an einer Sache dran? Und immer war unsere Spur heiß und unsere Bohrung fündig. Sie spielen jetzt auf die Fähigkeiten von Herrn Dr. Waldemann an. Die raffinierteste, unerbittlichste Spürnase der Journalistik. Apropos Spürnase. Wie viele Hausfrauen unter Ihnen, meine sehr verehrten Zuschauerinnen des Echolots der Schilde Kabel TV, wie viele Hausfrauen leiden nicht unter Spürnase? Unerbittlich drängen aus stillen Winkeln und abgeschiedenen Orten unserer Wohnung Gerüche heran, die unsere Sinnesorgane beleidigen. Die Hausfrau tut dagegen, was in ihren Kräften steht, doch es hilft nichts. Sie ist verzweifelt. Doch verzweifeln Sie nicht. Versuchen Sie es einmal mit... Verzweifeln Sie nicht. Versuchen Sie es einmal... Versuchen Sie es einmal mit Olorex. Ein Druck auf diesen Knopf. Ein zarter Nebel bildet sich. In Sekundenschnelle herrscht selbst unter Ihrer Kellertreppe ein Duft wie im Tannenwald nach dem ersten Frühlingsregen. Olorex setzt selbst die feinste Spürnase matt. Olorex ist das reinste Wunder, aber vergessen Sie nicht, meine Damen, Olorex ist nichts für die zarte Haut Ihrer Kinder. Für die gilt, Hände weg von Olorex. Sollte es doch einmal passieren, wie es mir passiert ist, dann nichts wie Handyplast. Und damit zurück zu den Tagebüchern von Alois Schromsky. Herr Dr. Waldemann, Sie wissen sicher, wo sich Alois Schromsky im Moment aufhält. Ich bin kein Hellseher. Aber ein Kollege von Ihnen berichtet, dass Sie neulich in der Redaktion eine lange Telefonnummer gewählt und dann so laut, dass es jeder hören musste, einem gewissen Alois gemeldet haben, dass der Anzeiger 4 Doppelseiten drucken würde. Warum konnten Sie sich die Tagebücher von Alois Schromsky nicht selbst aushändigen lassen und sind stattdessen den gefährlichen Umweg gegangen über ein offenes Autofenster in der DDR? Die Originale befanden sich in den Händen des dortigen Geheimdienstes. Jeder weiß, wie leicht sie zu erpresserischen Zwecken missbraucht werden konnten. Erpressung durch Veröffentlichung. Mit dem sind wir ja zuvor gekommen. Nein, durch Fälschung. Wenn ein Schriftstück Gefahr läuft, gefälscht zu werden, dann muss es natürlich erstmal echt sein, das leuchtet ja ein.
Herr Dr. Waldemann, Sie haben durch die Aufdeckung von Chromskys Abhörpraktiken viel zum Sturz des ehemaligen Bürgermeisters beigetragen. Nun haben Sie die Tagebücher Chromskys an Land gezogen. Ich habe Sie vor dem Zugriff der östlichen Geheimdienste gerettet. Gerettet, an Land gezogen, einerlei. Die Tagebücher werfen ein unerwartet günstiges Licht auf Chromskys Charakter und Amtsführung. Sie widersprechen damit Ihren früheren Enthüllungen, Chromskys Abhörpraktiken. Außerdem belasten Sie seine Amtsnachfolgerin schwer. Verleumdung. Das Ganze ist doch eine einzige Verleumdung. Es ist die Pflicht eines Journalisten, sich unbeliebt zu machen. Die Fakten müssen von Zeit zu Zeit neu beleuchtet werden. Im fortschrittlich-demokratischen Sinne. Die Tagebücher Chromskys zwingen uns dazu, die Geschichte von Schildershausen weithin neu zu schreiben. Zum Beispiel? Nehmen wir den Abhörskandal. In Chromskys Darstellung war das eine staatsnotwendige Abwehrmaßnahme gegen Versuche der Opposition, das Rathaus zu unterwandern. Es bestand Verdacht gegen einen engen Mitarbeiter. Sollten wir dazu Chromskys ehemaligen Pressesprecher hören? Gern. Ich habe nichts zu verbergen. Aber ich verbitte mir eine weitere Erörterung dieses Punktes. Müssen unter dem Deckmantel der Sorge um Schildershausen die allerprivatesten Dinge ausgeschnüffelt und an die Öffentlichkeit gezerrt werden? Nur damit die Auflage um ein paar hundert Exemplare steigt? Sie leben von der Schadenfreude, aber nur Sie haben die Freude, alle anderen den Schaden. Wenn Sie mir in Ihren Pseudo-Tagebüchern einen subventionierten Massagesalon andichten, die Ratsprotokolle wissen davon nichts, dann kann ich nur lachen. Aber ich muss weinen, wenn Sie hier das, was zwei Menschen einmal verband, profanieren. Angeblich, weil Ihre geschichtliche Wahrheit es so verlangt. Wenn Sie hier nur schmutzige Wäsche waschen wollen, dann lässt die Bürgermeisterin von Schildershausen Sie jetzt alleine weiter tratschen. Bravo! Meine Damen und Herren, apropos schmutzige Wäsche. Textipur und schmutzige Wäsche, das gehört für Sie zusammen, meine Damen. Wenn Sie mit Ihrer schmutzigen Wäsche nicht fertig werden, dann liegt es nur daran, dass Sie von Textipur noch nichts gehört haben. Textipur wirkt ohne Seife, ohne Wasser, ohne Reiben, ohne Schleudern, ohne Hitze. Sie nehmen Ihre gebrauchte Wäsche, etwas Textipur darauf einwirken lassen und dann abstreuen. Wie ein Magnet zieht Textipur den letzten Schmutzfleck aus Ihrer gebrauchten Wäsche. Rotweinflecke auf dem Tischtuch, kein Problem. Tintenspuren vom Tagebuchschreiben, kein Problem. Textipur macht im Handumdrehen das schmutzigste Wäschestück makelrein und kuschelfein. Und damit zurück zu Chromskys Tagebüchern und den Tintenproben daraus. Toll, wie cool Sie geblieben sind. Dieser Auftritt der Dame wird ja wohl aus den letzten von der Echtheit der Tagebücher überzeugen. Lieber Herr Dr. Waldemann, ich danke Ihnen im Namen des Anzeigebetriebsrats. Es war großartig, es war druckreich. Wir waren schon etwas in Sorgen um die Echtheit der Tagebücher. Aber Sie haben den Anzeiger herausgebaut und die Ziele zum Harakiri getrieben. Ich danke Ihnen. Danke. Zeisig, Herr Stadtsekretär Zeisig. Wo bleibt der Anzeiger? Wir wissen noch nicht, ob heute überhaupt gedruckt wird. Ausgerechnet heute, wo es interessant wird. Wo Chromsky doch über die Dunkelziffer von Frau Dr. Salms Fehlgeburten schreibt. Wen interessiert denn das? Als Ärztin hat sie nie was getaugt, als Oppositionsführerin, da war sie schlapp und als Bürgermeisterin hat die nur große Töne gespuckt. Und meinen Bruder von den Computern zu den Mülltonnen versetzt. Und im Echolot, da hat sie sich aufgeführt, als hätte sie die Moral gepachtet. Gerade die.
Der Schromsky hat schon gewusst, warum er ihr eine Wanze ins Bett steckte. Mir tut sie leid, immer alle gegen eine. Ja, ja. Erst sie vordrängen und dann die Murmeln hinschmeißen. Erst als es in den Intimbereich ging? Politik ist kein Intimbereich, da haben Frauen nichts zu suchen. Die sollten sich mal ein Beispiel nehmen an Emmy Göring, Eva Braun, die haben sich zurückgehalten, vornehm. Das sollte der Anzeiger mal herausstellen. Ja, es muss doch wieder gedruckt werden. Was hält Sie ab? Ach, das wissen Sie noch gar nicht? Ist alles rausgekommen, alles über Schromskys Tagebücher. Aber deshalb können wir doch nicht eine ganze Nummer ausfallen lassen. Die Vollversammlung von Redaktion und technischem Personal nimmt Weisungen dieses Chefredakteurs nicht mehr entgegen. Das sage ich Ihnen als Mitglied des Betriebsrats. Es ist ja gar nicht hundertprozentig erwiesen, dass Schromskys Tagebücher gefälscht sind. Diese Gutachten vom Bundesarchiv sind doch nicht das Papier wert, auf das sie geschrieben sind. Herr Balkenrauch, Sie verstehen viel von Grundstückspreisen und Zement. Aber von Papier verstehen wir mehr. Wenn einer Tagebucheintragungen von 20 Jahren auf Papier schreibt, das erst vor einem Jahr aus der Fabrik gekommen ist, dann stimmt das doch nicht hinten, nicht vorne. Die Chefredaktion hat eben mehr auf die inhaltliche Glaubwürdigkeit geachtet. Geben wir es doch ruhig zu, glaube ich, Sie und ich. Wir fanden die Tagebücher ja auch echt. Jedenfalls, solange Sie der Frau Dr. Salm etwas am Zeuge pflegt. Das mag sein. Aber wir sind ja nicht gefragt worden, ob das auch gedruckt werden soll. Jedenfalls haben uns diese studierten Herren vor allen Kollegen lächerlich gemacht. Kann uns Schnuppe sein, um wie viel Braune sie der Dr. Waldemann geprellt hat und wie viel Abfindung sie dem Wiegler zahlen müssen. Aber unseren Ruf hat er geschädigt. Und ehe der nicht weg ist, rührt hier keiner einen Finger. Sie reden, als könnten Sie in einem Tendenzbetrieb, nicht wahr? Ohne weitere streiken, nur weil Ihnen der Wiegler mit seinem Schromsky nicht passt. Der Schromsky wäre uns schon recht. Aber nur echt, nicht gefälscht, nicht frei erfunden. Herr Walkenrauch! Eine Sensation! Sigrid Dünning hat ihn. Wen? Na, wen? Schromsky. Schromsky ist hier? Nein, im Film. Ein Interview, sie führt es im Schwimmbad vor. Klappe. AS1, die erste. Herr Altbürgermeister Schromsky, wir haben Sie in Ihrem idyllischen Ruhesitz aufgestöbert, um von Ihnen zu erfahren, ob Sie während Ihrer Amtszeit Tagebuch geführt haben. Da haben Sie sich eine hübsche Fangfrage ausgedacht, Frau Dünning. Ich antworte lieber ganz direkt, ob die Tagebücher echt sind. Gut. Sind die Tagebücher echt? Ja, Attila, komm doch mal her, komm doch mal her. Schau doch mal in die Kamera, Attila. Ja, Können Sie so nicht bitte mal das Tier aus dem Bild nehmen? Ja. Was haben Sie denn? Esel sind auch Menschen. Ach so, ja. Ob die Tagebücher echt sind? Natürlich sind sie echt. 100%ig echter alter Schromsky. Unverfälscht. Klar und stark. Wann fanden Sie während Ihrer Amtszeit die Muße für Tagebucheintragungen? Kaum jemals oder nie. Nach Dienstschluss war ich bis Mitternacht im Ratskeller zu finden, wo ich den Sorgen der Schildershausener Bürger lauschte. Dann frage ich mich, wie diese hochdetaillierten Eintragungen über die Jahre hinweg zustande gekommen sind. Nun, Schildershausen hat mir eine unerwartete Ruheperiode gegönnt. Die Zeit habe ich benutzt, meine Tagebücher nachzutragen. Aber dann sind es doch gar keine echten Eintragungen, denn wenn Wieso Sie... nicht? Wenn Sie erst am Sonntag dazu kommen, aufzuschreiben, wie Sie die Woche über beschwindelt worden sind, ist das dann eine Fälschung? Angenommen, Sie haben ein gutes Gedächtnis, was ein Bürgermeister ja haben sollte. Dann können Sie auch nach mehreren Wochen oder gar Monaten Ihre Beobachtungen von damals zu Papier bringen. Das ist ebenso echtes Tagebuch wie eine von Rembrandt aus dem Gedächtnis gezeichnete nackte Frau ein echter Rembrandt ist. Also irrt das Bundesarchiv, wenn es Ihre Tagebücher aufgrund der Papieranalyse als gefälscht bezeichnet. Und Frau Dr. Salm ist auf dem Holzwege, wenn sie ihre Äußerungen nicht wahrhaben will. Ich komme mit Vergnügen nach Schildershausen, um hinsichtlich des Massagesalons den Wahrheitsbeweis zu führen. Komm, ruhig, Attila, komm. Jetzt haut er ab. Mit der nächsten Maschine nach Schildershausen. Ruhe. Wir mussten natürlich hier abbrechen. Der Esel hatte sich im Kabel verfangen. Aber wir haben das Ganze noch mal auf einer anderen Rolle. Jetzt kommt erst mal Schromsky bei sich zu Hause. Herr Altbürgermeister, wenn Sie in Schildershausen wieder etwas zu sagen hätten, was würde dann geschehen? Die Stadt würde wieder fröhlich werden und zu sich selbst finden. Ich würde das neue Motto des Stadtwappens sofort rückgängig machen.
Hand in Hand ist doch eine gänzlich theoretische, völlig praxisferne Forderung der Frau Dr. Salm. Hand in Hand, das ist Kindergartenringelreien. Eine Hand wäscht die andere dagegen, das ist Interessenausgleich zwischen denen drinnen und denen draußen. Und kennzeichnet unsere geistig-moralische Erneuerung. Unter dem bewährten Motto, eine Hand wäscht die andere, wird die Konkurrenz gebändigt. Aber die Konkurrenz, die draußen, die parlamentarische Opposition haben Sie nie in Ihren Interessenausgleich einbezogen, solange Sie noch im Rathaus saßen. Und wer sagt denn das? Natürlich geht es zu weit, wenn die Opposition meinen besten Mann zu korrumpieren versucht. Das musste aufgedeckt werden. Sie meinen jetzt die Sache mit Herrn Wiegler und dem Bett von Frau Dr. Salm und dem eingebauten Mikrofon? Genau die. Jetzt sagen Sie mir mal, auf welche andere Weise ich rauskriegen sollte, ob mein Pressesekretär einen Vertrauensbruch begangen hat oder nicht. Davon abgesehen wollte ich den Rathauselektriker auf die Probe stellen. Aber er sei Nichtskönner, nicht nur ein Denunziant. Die Anlage hat nie funktioniert. Das Band war leer. Sagt er. Ruhe! Würden Sie wieder mit Wiegler zusammenarbeiten? Da können Sie Gift draufnehmen. Vielleicht nicht in der alten Konstellation, aber warum sollte ich nicht neben dem Chefredakteur als Herausgeber des Anzeigers für Schildershausen sehr nützlich sein können? Was würden Sie dann veranlassen? Ruhe! Viel. Nur ein Beispiel. Ich würde neue Arbeitsplätze schaffen, indem ich dem Anzeiger eine Journalisten-Nachwuchsschule angliedere. Den jungen Menschen, die keine Volontärstelle finden, muss wieder Hoffnung gemacht werden. Ja, ich möchte eine Lehrstellengarantie abgeben. Sie, Frau Dünning, könnten einen Kursus richtig recherchieren übernehmen. Denn auf die gute Idee, wegen der Echtheit der Tagebücher beim Verfasser nachzufragen, ist außer Ihnen keiner gekommen. Vielen Dank. Ich hatte wirklich ein schlechtes Gewissen, als ich so unvorbereitet im Banktresor stand. Und trinken Sie noch einen Schluck. Zum Wohl. Auf die Tagebücher. Zum Wohl. Auf die Journalistenschule. Wie? Ach ja. Den Kursus Quellen schützen, Spuren verwischen konnte man Dr. Wallermann übertragen. Eine erste Kraft. Vielleicht ein bisschen locker mit den großen Braunen. Langen Sie noch zu. Ich zünde mir, wenn Sie gestatten, schon mal meine Zigarre an. Noch eine letzte Frage. Muss die Geschichte von Schildershausen umgeschrieben werden? Wir sind keine Preußen, die immerzu ihre Geschichte umschreiben. Schildershausen ist kein geografischer Begriff. Es ist ein Gemütszustand. Man kann ihn nicht umschreiben, höchstens umschreiben. Wenn ich eines raten darf, lassen Sie alles beim Alten. Beim alten Schromsky. Das haben Sie gesagt. Meine lieben Mitbürger, ich habe die große Freude, Ihnen mitzuteilen, dass unser verehrter Altbürgermeister Alois Schromsky in unsere Stadt zurückgekehrt ist, um die Herausgeberschaft des Schildershausener Anzeigers zu übernehmen. Meine lieben Mitbürger, ich danke euch für diesen Empfang. Ich freue mich, wieder Schildershausener Luft zu atmen und euch allen, die ihr mit Schilderwasser getauft seid, unseren alten Wahlspruch zuzurufen: Eine Hand wäscht die andere. Mag über unserem Gemeinwesen während der vergangenen Jahre ein Unstern gewaltet haben. Diese Stadt bleibt, was sie ist. Kraft ihrer Fähigkeit, schnell zu vergessen und Fragwürdiges hinzuzulernen. Gemeinsam wollen wir auch in Zukunft unsere Vergangenheit meistern. Der Anzeiger wird, das gelobe ich euch, den heranwachsenden Generationen ein Vorbild sein und gleichzeitig auch ein Spiegel, in dem sie sich selbst wiedererkennen. Getreue Abbilder der Väter.
und Herren, Sie ahnen es schon, die Tage von Frau Dr. Salm als Bürgermeisterin sind gezählt. Über kurz oder lang ist das Comeback von Alois Chromsky fällig. Unser geliebtes Schildershausen lässt sich eben nicht so einfach von einer Frau herumschubsen oder gar durch Ehrlichkeit und Sparsamkeit bluffen. Schildershausen braucht gestandene Männer wie Balkenrauch, Wiegler und unseren Alois Chromsky, Männer, welche die Erinnerung an große Zeiten wachrufen. Schildershausen braucht Geschichte zum Anfassen. Apropos Geschichte zum Anfassen, die bekommen Sie nirgends in solcher Auswahl und Qualität wie an der Schildebrücke 7 in der Devotionalienhandlung von Nonnen und Mond. Neben Kaiser Bokassas Kreuz der Ehrenlegion finden Sie Heinrich Himmlers Firmelungsspruch gerahmt, Idi Amins Unterhose und den Kopfkissenbezug von Gauleiter Josef Goebbels Ehebett, beide gereinigt. Und natürlich als Liebhaberstück Adolf Hitlers Mein Kampf, für die reifere Jugend bearbeitet und um missverständliche Äußerungen gekürzt, zum Preise von nur 150 D-Mark West. Das ist weniger als das Jahresabonnement mancher bekannter Illustrierten und bleibender als Vermächtnis für ihre Kinder und Enkel. Greifen Sie zu, machen Sie sich ein paar schöne Stunden hautnah an unserer liebenswerten Vergangenheit. Und damit zurück zur Sendezentrale Schilde Kabel TV. Für alle Freunde unserer Sendestation, vor allem für die des amerikanischen Spielfilms, wiederholen wir jetzt noch einmal... Hör auf, die Titel!